Die neue Wehrpflicht in Deutschland kommt ab 2026. Gibt es hier eine Option zur Totalverweigerung, sage ich jetzt mal, über einen Wegzug ins Ausland? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Du hast es vielleicht auf diesem Kanal und auch sonst in den Medien gesehen. Jeder Deutsche ab Jahrgang 2008 wird ab 2026 Fragebögen in der Post von der Bundeswehr bekommen, und zwar sowohl junge Männer als auch junge Frauen. Junge Männer müssen diesen Fragebogen dann zurückschicken. Er wird online beantwortet. Auf dem Schreiben wird ein QR-Code sein. Online musst du dann hier Informationen zu deiner Person, zu deinen Fähigkeiten, zu deinen Hobbys, Krankheiten, familiären Umständen etc. schildern, und dann kann sich hier die Bundeswehr ein Bild von dir machen. Danach gibt es dann eine Musterung, das soll ab 2027 kommen. Auch dazu musst du als Mann hingehen. Dann wird letztlich entschieden, ob du ein geeigneter Kandidat wärst, und wenn es genug Freiwillige gibt, dann wirst du nicht gezwungen, zum Wehrdienst zu erscheinen. Aber wenn es nicht genug Freiwillige gibt, dann ist man sehr schnell wieder dabei, eine volle Wehrpflicht in Deutschland einzuführen. Und da wir so unglaublich viele Soldaten und Soldatinnen brauchen, wir gehen ja von über 450.000 aus, kann man eigentlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass wieder eine reguläre Wehrpflicht eingeführt wird. Wie das Ganze konkret funktionieren soll, wir haben ja sowieso schon viel zu wenige Arbeitnehmer. Wir hätten ja dann ein echtes Problem auf dem Arbeitsmarkt, wenn auf einmal hier Generationen von jungen Männern, möglicherweise auch von jungen Frauen über einen längeren Zeitpunkt im Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen würden. Das sind Fragen, welche die Politik natürlich lösen muss. Aber wenn auch du in der Situation bist, dass du 2008 oder später geboren bist, dann wird die Wehrpflicht möglicherweise auf dich zukommen. Wie gesagt, momentan noch freiwillig. Man will dich hier locken mit einem höheren Sold als früher. Und wie gesagt, findet man Freiwillige, dann hast du Glück. Findet man keine Freiwilligen, dann musst du antreten oder aber den Kriegsdienst verweigern. Und es ist ja dann nicht getan mit dem Grundwehrdienst, sondern nach Ableistung des Grundwehrdienstes bist du dann Teil der Reserve. Es ist explizit ein Ziel dieses Gesetzesvorhabens, eine neue, schlagkräftige Reserve aufzubauen. Dann bist du also einer der Ersten, die im Ernstfall herangezogen wird. Im Spannungs- und Verteidigungsfall wirst du dann als Kämpfer an die Front geschickt. Also der Grundwehrdienst hat weitreichende Konsequenzen. Ich habe ja schon in einem anderen Video geschildert, dass auch die Verweigerung des Kriegsdienstes nicht verhindern wird, dass du in ein Kriegsgebiet geschickt werden kannst. Der BGH, also das oberste deutsche Gericht, hat vor kurzem entschieden, dass das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Spannungs- und Verteidigungsfall eingeschränkt ist. Hier ging es um einen Ukrainer, der in die Ukraine verschafft werden sollte. Er hatte geklagt, denn es gibt ja in Deutschland das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass dieses Recht auf Kriegsdienstverweigerung nicht gilt, wenn das Land angegriffen wird, wie es ja im Falle der Ukraine ist, hier durch den Angriff von Russland. Und daher kann der Mann auch als Kriegsdienstverweigerer in die Ukraine abgeschoben werden. Dort wurde das Recht auf Kriegsdienstverweigerung ausgesetzt. Das ist der erste Punkt. Und selbst wenn du Kriegsdienstverweigerer bist und erfolgreich den Kriegsdienst verweigert, heißt das ja nicht, dass du nicht im Kriegsgebiet eingesetzt werden kannst. Du kannst nur nicht im Kriegsgebiet eingesetzt werden unter der Regie der Bundeswehr. Alle großen deutschen Hilfswerke, Deutsches Rotes Kreuz, Technisches Hilfswerk, sind alle in den Kriegsgebieten Syrien, Afghanistan, Ukraine vertreten und stark präsent und helfen dort mit beim Wiederaufbau. Das heißt also, du kannst trotzdem dort landen. Ich will nicht davon ausgehen, dass dir Behinderte in Deutschland durch den Park schieben kannst im Rollstuhl, wenn tatsächlich erhöhter Personalbedarf hier entsteht. Vor diesem Hintergrund stellt sich für viele natürlich die Frage, wie kann ich total verweigern? Wie kann ich den Wehrdienst vermeiden, aber auch den Wehrersatzdienst, also den Zivildienst? Da gibt es zwei einschlägige Paragraphen zunächst mal, die man kennen muss. Das hat nämlich möglicherweise auch strafrechtliche Konsequenzen. Zunächst mal müssen wir uns hier das Wehrstrafgesetz anschauen, Paragraph 16, da geht es um Fahnenflucht. Wer eigenmächtig seine Truppe oder Dienststelle verlässt oder ihr fernbleibt, um sich der Verpflichtung zum Wehrdienst dauernd oder für die Zeit eines bewaffneten Einsatzes zu entziehen oder die Beendigung des Wehrdienstverhältnisses zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft. Der Versuch ist strafbar. Stellt sich der Täter innerhalb eines Monats und ist er bereit, der Verpflichtung zum Wehrdienst nachzukommen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu
3 Jahre. Das gilt also hier für Soldaten. Hier geht es um Fahnenflucht. Das ist natürlich auch in der aktuellen Debatte durchaus relevant. Wir fragen uns zum Beispiel, ob die ganzen wehrpflichtigen Ukrainer in Deutschland tatsächlich Fahnenflüchtige sind. Dann haben sie sich ja potenziell in der Ukraine strafbar gemacht, die natürlich wie jeder andere Staat ähnliche Regelungen kennt. Wie gesagt, hier geht es jetzt um die Soldaten. Befassen wir uns nun mit dem vergleichbaren Paragraphen für die Zivildienstleistenden. Hier gibt es das Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer, Paragraph 53 Dienstflucht. Wer eigenmächtig den Zivildienst verlässt oder ihm fernbleibt, um sich der Verpflichtung zum Zivildienst dauernd oder für den Verteidigungsfall zu entziehen oder die Beendigung des Zivildienstverhältnisses zu erreichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren bestraft, also wird genauso bestraft wie auch die Fahnenflucht. Auch hier ist der Versuch strafbar und auch hier kann jemand die Strafe auf 3 Jahre reduzieren, wenn er sich innerhalb eines Monats stellt und bereit ist, der Verpflichtung zum Zivildienst nachzukommen. Also durchaus schon sehr ernsthafte strafrechtliche Konsequenzen. Also jetzt einfach zu sagen, ich schicke den Fragebogen nicht zurück, ich ignoriere das alles komplett und ich lasse mich nicht mustern, ich mache da nicht mit. Das ist dann schon tatsächlich ziemlich riskant. Hier muss man dann tatsächlich empfindliche rechtliche Konsequenzen befürchten. Daher müssen wir natürlich ganz klar sagen, also eine Totalverweigerung, das kann man niemandem empfehlen, wenn sie hier in den strafrechtlichen Bereich abdriftet. Aber möglicherweise gibt es ja legale Wege, der ganzen Sache zu entkommen. Und hier natürlich interessant, gerade in unserem Kontext, auf unserem Kanal, wo es ja um das Thema Auswandern geht, wenn ich jetzt den Wohnsitz ins Ausland verlagere, was passiert eigentlich dann? Nun, zunächst mal müssen wir natürlich dazu zum heutigen Zeitpunkt sagen, es ist jetzt August 2025. Wir wissen noch nicht hundertprozentig, was jetzt passieren wird, wenn man ins Ausland umzieht oder bereits im Ausland wohnt. Ich persönlich gehe davon aus, dass dir der Fragebogen auch dann zugestellt wird. Was die rechtliche Grundlage ist, das werden wir uns gleich nochmal hier anschauen, an dem entsprechenden Gesetzestext. Da sind aber natürlich 2 Dinge zu beachten. Zum einen ist es ja so, dass momentan die Wehrpflicht ausgesetzt ist. Bis tatsächlich die neue Wehrpflicht oder auch die Pflicht, diesen Fragebogen auszufüllen, eingeführt ist, hast du garantiert diesbezüglich keine Pflichten. Das könnte also darauf hindeuten, dass du möglicherweise, wenn du sowieso über Auswanderung nachdenkst, diese Auswanderung noch dieses Jahr anstrengen solltest. Dann wirst du möglicherweise verpflichtet sein, auch den Fragebogen im Ausland zu beantworten. Oder das Wehrpflichtgesetz wird so geändert, dass du nicht mehr ohne die Erlaubnis der Bundeswehr im Ausland leben darfst. Momentan haben wir das auch. Ich werde es gleich nochmal zeigen, den Gesetzestext. Aber eben nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Dann müsste man sehen, zu was du dann verpflichtet bist. Ich meine, es gibt ja auch ab 2026 noch keine wirkliche Wehrpflicht. Es gibt aber die Pflicht, den Fragebogen auszufüllen. Heißt das also, dass du verpflichtet sein wirst, der Bundeswehr deine Daten zukommen zu lassen, wenn du auswanderst. Andernfalls wirst du ein Problem bekommen. Also auch das würde natürlich darauf hindeuten, dass eine Auswanderung jetzt zu diesem Zeitpunkt noch die bessere Wahl wäre. Wobei ganz ehrlich, wenn ein solches Gesetz einmal tatsächlich verkündet wurde, dann ist die Gefahr relativ groß, dass es im Zweifelsfall zu deinen Ungunsten ausgelegt wird, wenn du dann ganz schnell deine Sachen packst und ins Ausland abhaust. Auf der anderen Seite könnte man auch argumentieren, dass es hier eine relativ große Unsicherheit gibt, dass die Bundeswehr momentan überhaupt nicht das Personal hat, das alles hier genau zu prüfen, dass man die Leute im Ausland ja nicht wirklich greifen kann. Also möglicherweise könnte man sagen, wenn man im Ausland lebt und erstmal sich ruhig verhält, den Ball flach hält, jetzt nicht wirklich untertaucht, aber sich auch nicht groß bemerkbar macht, dass man dann vielleicht sicher ist, weil es dann schlicht und ergreifend nicht die Möglichkeiten gibt, dich anzuschreiben, dass man also eine allgemeine Lage der Verwirrung bei den Behörden, bis die neuen Prozesse und Regelungen implementiert sind, für sich ausnutzt und in diesem Tohuwabohu ins Ausland geht. Das könnte möglicherweise hier deine beste Wette sein, meiner Meinung nach. Schauen wir uns jetzt noch einmal an, was aktuell die Wehrpflicht sagt in puncto Auslandsaufenthalt. Hier haben wir also das Wehrpflichtgesetz. Abschnitt 1 definiert die Wehrpflicht, Paragraph 1 definiert die allgemeine Wehrpflicht. Dann ist definiert, dass die Paragraphen 3 bis 53 momentan nicht gelten, sondern nur im Spannungs- und Verteidigungsfall.
Aber wer hier wehrpflichtig ist, das gilt auch jetzt. Diese Definition ist also nach wie vor gültig. Wehrpflichtig sind alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind und ihren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben oder ihren ständigen Aufenthalt außerhalb der Bundesrepublik haben und entweder ihren früheren ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hatten oder einen Pass oder eine Staatsangehörigkeitsurkunde der Bundesrepublik Deutschland besitzen oder sich auf andere Weise ihrem Schutz unterstellt haben. Also wehrpflichtig ist grundsätzlich jeder männliche Deutsche ab dem 18. Lebensjahr, der seinen ständigen Aufenthalt in Deutschland hat. Und wehrpflichtig sind auch all jene deutschen Männer ab dem 18. Lebensjahr, die im Ausland leben und einen deutschen Pass haben. Absatz 2, die Wehrpflicht ruht, solange Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt und ihre Lebensgrundlage außerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie beabsichtigen, ihren ständigen Aufenthalt im Ausland beizubehalten. Wenn du im Ausland wohnst, dann ruht die Wehrpflicht, wenn du keine Absicht hast, nach Deutschland zurückzukehren. Aber jetzt kommt die große Einschränkung. Absatz 3, die Wehrpflicht ruht nicht, wenn Wehrpflichtige ihren ständigen Aufenthalt während des Wehrdienstes aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen, ohne die nach § 3 Absatz 2 erforderliche Genehmigung aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen oder aus der Bundesrepublik Deutschland hinaus verlegen, ohne sie zu verlassen. Ja? Also das heißt, auch wenn du im Ausland lebst, aber die nach § 3 Absatz 2 erforderliche Genehmigung auszuwandern nicht hast von der Bundeswehr, diese muss man aktuell nur einholen im Spannungs- und Verteidigungsfall, denn das Ganze ist ja ausgesetzt. Wir hatten ja vorhin schon definiert, Paragraph 3 bis 53 sind ausgesetzt. Also dieser Punkt gilt nicht. Momentan kannst du einfach ins Ausland gehen. Du musst nicht die Genehmigung einholen. Aber wenn das Ganze jetzt wieder eingesetzt wird, ist natürlich die Frage, ob man dann die Genehmigung braucht. Schauen wir uns nochmal Paragraph 3 an. Absatz 2. Männliche Personen haben nach Vollendung des 17. Lebensjahres eine Genehmigung des zuständigen Karrieresenders der Bundeswehr einzuholen, wenn sie die Bundesrepublik Deutschland länger als 3 Monate verlassen wollen. Also wenn du auswandern willst, musst du die Bundeswehr um Erlaubnis fragen. Momentan, wie gesagt, nur im Spannungs- und Verteidigungsfall. Jetzt ist noch nicht definiert, wie sich das Ganze auswirkt, wenn dieser Fragebogen kommt. Auch dann wird es ja zunächst keine Wehrpflicht geben, dann ist das Ganze auf freiwilliger Basis. Aber würde man zum Beispiel diesen Paragraphen hier abändern oder anpassen, um zu sagen, dass du vielleicht die Bundesrepublik Deutschland verlassen darfst, aber die Bundeswehr darüber unterrichten musst, wo du wohnst. Hier gibt es aber eine wichtige Einschränkung. Das Ganze gilt nämlich nur für junge Männer nach Vollendung des 17. Lebensjahres. Wenn du also vor der Vollendung deines 17. Lebensjahres ins Ausland umziehst, dann bist du fein raus aus der Sache. Das ist die aktuelle Version. Jetzt müssen wir sehen, wie das Ganze angepasst wird. Ich denke, wenn du jünger als 17 bist und die Möglichkeit hast, auszuwandern, dann würde ich mir das ziemlich gut überlegen. Vielleicht ein Internat im Ausland, vielleicht bietet sich etwas anderes an, vielleicht will deine Familie sowieso auswandern. Das könnten durchaus interessante Optionen für dich sein. Dann ist das Thema ein für alle Mal für dich vom Tisch. Ja, also das hat schon natürlich einen Wert. Dann musst du dich nie wieder drum kümmern, ja, wenn du einmal Deutschland verlassen hast, bevor du 17 Jahre alt bist. Natürlich mit der Absicht, dann auch nicht mehr zurückzukommen. Ins Ausland gehen muss jetzt ja nicht heißen, nach Timbuktu umzuziehen oder ans südlichste Ende Feuerlands. Es reicht ja die Schweiz oder die Niederlande oder Frankreich oder Belgien oder Luxemburg oder die Tschechische Republik, irgendein Nachbarstaat von Deutschland. Du musst ja kein Staatsbürger dieses Landes werden, du kannst ja die deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Österreich ging genauso. Also das würde ich mir überlegen, wenn sich diese Chance dir anbietet. Ich denke auch bei allen anderen jungen Männern jetzt im Hinblick auf die Einführung dieses Fragebogens kann es durchaus hier Sinn machen, ins Ausland zu gehen. Wie gesagt, man kann ja im Grunde diese ganze Unsicherheit oder Verwirrung, wie ich sie schon genannt habe, nutzen, um ins Ausland zu gehen und dann mal abwarten, was passiert. Solange du nicht verpflichtet bist, deine neue Adresse der Bundeswehr mitzuteilen, ist natürlich die Frage, ob sie dir diesen Fragebogen überhaupt zustellen können. Extrem wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass wenn du eine E-Mail bekommen solltest der Bundeswehr, dass du die auf keinen Fall öffnest. Weil sobald du sie geöffnet hast, dann steckst du drin und du kannst hundertprozentig davon ausgehen, dass sie das Öffnen elektronisch tracken. Also wenn du eine E-Mail bekommst von der Bundeswehr und du bist im Ausland, mach sie auf keinen Fall auf. Auch wenn ich dir von einer Totalverweigerung definitiv abraten würde, weil wie gesagt, die strafrechtlichen Konsequenzen, die können sehr massiv sein,
wirst du über eine Auswanderung, die du geschickt hier zeitlich einplanst, möglicherweise das gleiche Ergebnis erreichen, ohne aber irgendwelche strafrechtlichen Konsequenzen befürchten zu müssen. Ich persönlich halte das für den viel besseren Weg, als den Kriegsdienst zu verweigern. Und das, so wie es aussieht, komplett legal. Aber es ist natürlich absolut entscheidend, dass du jetzt schnell handelst. Du wirst verstehen, du wirst sehen, dass hier die Schlinge sehr schnell, sehr eng zuziehen wird. Und wenn du jetzt nicht die aktuelle Situation nutzt, wo die Dinge noch nicht zu 100%ig geklärt und ausformuliert sind, dann wirst du sehr schnell dazu keine Möglichkeit mehr haben. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass du im Laufe des nächsten Jahres nicht mehr einfach in der Lage sein wirst, Deutschland zu verlassen, ohne hier in irgendeiner Weise die Bundeswehr zu involvieren. Ja? Du wirst also entweder die Bundeswehr informieren müssen, du wirst dann immer informieren müssen, egal wohin du ziehst im Ausland. Ich kann mir vorstellen, dass es dazu kommen wird. Während wenn du einmal im Ausland bist, ist es natürlich ziemlich schwierig, dann solche Dinge durchzusetzen, wenn du ins Ausland gegangen bist, bevor solche Gesetze gültig werden. Ein weiterer Punkt, den man hier ebenfalls nennen sollte, ist das Thema zweite Staatsbürgerschaften. Wir wissen ja nicht, wohin das Ganze sich noch entwickelt. Ich hatte schon in einem anderen Video einmal gesagt, es gibt in Deutschland das Passgesetz. Nach dem Passgesetz kann dir der deutsche Pass, ich rede jetzt nicht von der Staatsbürgerschaft, ich rede jetzt vom Pass als Dokument, kann dir der Pass entzogen werden, wenn du zum Beispiel deinen steuerlichen Verpflichtungen nicht nachkommst oder auch wenn du ins Ausland reisen willst und dort an angeblich in extremistischen Demonstrationen zum Beispiel teilnehmen möchtest. Hier könnte man noch relativ schnell eine weitere Klausel einbauen. Man hat das zum Beispiel hier mit den extremistischen Veranstaltungen erst vor kurzem geändert. Hier könnte man ja einfach eine weitere Klausel einfügen, dass der Pass gesperrt werden kann, wenn du der Bundeswehr nicht mitteilst, wohin du ziehst. So, dann bist du nicht mehr reisefähig. Dann kannst du nicht mehr ins Flugzeug steigen, da kannst du nach Deutschland zurückreisen, aber nicht mehr in andere Länder. Daher kann es dann für dich sehr sinnvoll sein, einen weiteren Pass zu haben. Auch das kommt vielleicht möglicherweise nicht sehr schnell, aber wer weiß, wie sich die Situation entwickelt. Momentan ist ja alles ein Pulverfass. Hier muss man ziemlich genau planen. Also das würde ich dir ans Herz legen. Erstens, ins Ausland umzuziehen. Zweitens, eine zweite Staatsbürgerschaft zu besorgen. Vielleicht durch Einbürgerung. Ich meine, selbst durch Einbürgerung kannst du diese innerhalb der EU von 4 bis 5 Jahren erhalten. Man kann natürlich auch eine kaufen. Aber das sind Dinge, mit denen du dich beschäftigen solltest, wenn du dich wirklich effektiv vor dem Thema Wehrpflicht und auch vor dem Thema Zivildienst schützen willst. Wenn du also das Ergebnis Totalverweigerung de facto erreichen möchtest, ohne total verweigern zu müssen, was dann strafrechtliche Konsequenzen nach sich zieht. Wenn auch du eine Auswanderung planst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir beraten seit fast 20 Jahren Mandanten, die auswandern, die im Ausland einen Plan B etablieren, die sich steuerlich optimiert aufstellen wollen, denen es um Freiheit, Vermögensschutz und dem Schutz vor staatlichem Zugriff geht. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.